Moin und willkommen in Hamburg. Ich habe mich mal in den Hafen verschlagen. Und zwar, heute ist Freitag, ich bin nach der Arbeit los. Wetter ist genauso, wie ich es haben möchte. Bedeckter Himmel, so ein bisschen diesig, neblig. Und ich war jetzt schon lange nicht mehr an diesem Gebäude hier. Und ich denke mal, heute können wir mal Feinart-Fotografie machen. Also schwarz-weiß, Langzeitbelichtung, so richtig das volle Programm. Und dann gucken wir mal, was heute draus wird. Also hier sind ein paar nette Locations, ein paar nette Spots. Ich bin jetzt hier genau in der Ecke von diesem Hafenbecken. Das ist für mich eigentlich der Idealspot. Man hat so die Dynamik von diesem Gebäude, diesem schiffsähnlichen Gebäude, und das fährt dann raus aufs Meer. Dann kann man weiter da hinten hingehen mit einem schönen Weitwinkel, exakt von der Seite, auch genial. Ja. Da vorne könnte man sich auch noch hinstellen und mal gucken. Da hinten ist es ein bisschen voller. Ich weiß noch nicht, ob ich da hingehe. Das ist auch nicht so richtig ideal. Und dann geht es noch ganz weit nach vorne. Das ist allerdings nicht so schön, finde ich. Da sieht man das Gebäude von vorne. Und da sieht das auf einmal total gequetscht aus. Also mal sehen, werde ich euch vielleicht nachher ganz kurz zeigen. Aber fotografieren werde ich es nicht. Ich habe übrigens meinen Falteimer mit. Brauche ich heute aber nicht. So, das Gute ist, Histogramm sagt, ich brauche heute keinen Verlauffilter. Wäre bei dem Gebäude auch ein bisschen beschissen, weil dann würde der Verlauf direkt durchs Bild gehen, durch das Gebäude. Ist nicht so prickelnd. Super, Histogramm ist sehr mittig heute, also schlägt nirgendwo an, weder links noch rechts. Perfekte Bedingungen. So, ich habe jetzt gerade Blende 10 eingestellt und 30. Sekunde. Das ist jetzt so das Histogramm mal ausgerichtet. Und dann gucke ich mal, was für einen Filter könnte ich denn jetzt verwenden, dass ich so mal auf 1-2 Minuten komme. So, dann stelle ich mir in meiner App erstmal 30. Sekunde ein. Wo ist sie? Da. Und dann, wenn ich jetzt den ND 3.0 habe, komme ich auf 34 Sekunden. Dann mache ich mal die Blende ein bisschen weiter zu. Machen wir mal 14. Und dann 14 habe ich jetzt eine 15. Sekunde. Und da sind wir bei 1 Minute und 8 Sekunden. Ich denke mal, das können wir mal probieren.
ich würde mal sagen, das war's von diesem Spot. Jetzt laufe ich mal da drüben hin. Jetzt wollte ich gerade da hinten langlaufen und sehe, da hinten werden Hochzeitsfotos gemacht. Muss ich mich wohl ein kleines bisschen gedulden, aber ich schleiche mich da mal hin und linse mal so ein bisschen um die Ecke. Ja, das Paar kommt mir jetzt schon entgegen, das ist gut, dann kann ich da gleich hin, ohne Probleme. So, ich habe das Ganze jetzt mal wieder eingerichtet, bin jetzt exakt auf der Parallelseite und habe jetzt 25. Sekunde und Blende 14 und dann gucken wir mal, was das ergibt. Habe immer noch den ND 1000 drauf und 25. Sekunde ergibt 40 Sekunden. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt bin ich hier, richte mir erstmal meinen Shot mit dem 16 bis 35 ein, mache erstmal den und dann gucke ich mal, ob das mit dem 12 mm überhaupt lohnt.
So, jetzt bin ich mit meinem Shot sogar teliger geworden, als ich dachte. Ich glaube, ich bin so bei 22 mm. Und zwar habe ich halt das Dockland da drauf und da endet das so hinter dem Kran. Hier vorne ist noch ein Kran, aber den kriege ich bei weitem nicht rauf. Und ich denke mal, wenn ich das mit 12 mm mache, das wirkt irgendwie verloren. Ich werde es aber trotzdem gleich mal probieren. Und so, jetzt haben wir mal gucken, was wir so anrichten können. 13 Sekunde bei Blende 13. Und da rechnen wir erstmal aus, was das ergibt. Und dann sehen wir weiter. 13 Sekunde ergibt 78,8 Sekunden, also 79. Gut, das stellen wir mal ein und dann mal sehen, was das ergibt, ne? Genug mit dem 16 bis 35. Jetzt probiere ich wirklich mal das 12 mm Laowa. Mal sehen, was das ergibt. Das muss krass sein. Okay, mit dem Laowa sieht das schon ein bisschen sehr krass aus, aber ich mache das mal. Allerdings gefällt mir nicht, wie das Dockland dabei aussieht. Das sieht so aus, als wenn das fürchterlich nach hinten klappen würde. Naja, aber ich denke mal, wenn man das richtig schön ins Panorama schneidet, so unten was weg, oben so gerade so über den Kran, könnte das vielleicht trotzdem mal interessant sein. Ich mach's mal, ne? So, jetzt habe ich hier 40. Sekunde. Blende steht hier leider nicht, die muss ich hier oben ablesen. Ich bin bei Blende 11 und dann rechne ich mir mal eben aus, wie lange ich belichte und dann geht's los. So, bei einer 40. Sekunde sind 25 Sekunden. Hatte ich vorhin, glaube ich, auch schon mal, ne? Egal. So, also wieder Filter rauf und 25 Sekunden belichten.
Sah ganz gut aus. Naja, verhältnismäßig. Histogramm meinte, war ein bisschen links. Also ich habe jetzt noch mal 5 Sekunden länger gemacht. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Ist ja nicht die Welt. Sonst, weil ich gerade im M-Modus bin, da geht es nur bis 30 Sekunden. Und ansonsten muss ich gleich vielleicht noch mal im Bulb-Modus fotografieren und sagen wir mal 35, 40 Sekunden. Und dann haben wir das auch erledigt. Ich denke mal, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe wieder ein bisschen was vermitteln können, was anhand, wie es mit den ND-Filtern geht, und könnt dabei was mitnehmen. Das riecht hier so lecker nach gebrannte Mandeln. Aber der Hamburger Dom, das ist noch ein Stück weiter weg. Egal, aber wie stimmt die Windrichtung? Ja doch, die Windrichtung scheint zu stimmen. Also vielleicht duftet es hier ganz herrlich vom Hamburger Dom rüber. Naja, gut. Ich packe jetzt ein und düse ab nach Hause. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Dennis.